wir auf Sendung, ja? Mikro läuft. Okay, let's go. Ich wollte nur mal gerade Make It Up anspielen, um mal in Stimmung zu kommen. Herzlich willkommen zur dritten Volkswagen Art for All Online Edition, dieses Mal mit Wolfgang Tillmanns. Ich bin Sven Beckstetter, Kurator am Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart, Berlin.
Das war Make It Up As You Go Along aus dem Jahr 2016 von Wolfgang Tillmans, mit dem wir in diesem Beitrag über Kunst und Musik sprechen wollen. Der Künstler ist unter anderem mit der Installation Science Fiction Hier und Jetzt zufrieden sein, die zusammen mit der Künstlerin Isa Genskin entstand, in der Sammlung der Nationalgalerie vertreten. Dieses Werk, eine Schenkung von Friedrich Christian Flick an die Nationalgalerie, ist bald wieder im Hamburger Bahnhof zu sehen. Darüber hinaus besitzt die Nationalgalerie auch zahlreiche Schallplatten von Tillmans. Wolfgang Tillmans wurde 1968 in Remscheid geboren. Im Jahr 2000 wurde er als erster Fotograf und als erster Nicht-Brite mit dem renommierten Turner Prize ausgezeichnet. 2008 stellte er im Hamburger Bahnhof aus. Noch bis zum 16. August läuft seine aktuelle Ausstellung im Wiels in Brüssel. Wolfgang Tillmans lebt und arbeitet in Berlin. Natürlich kannte jede deinen Bezug zur Musik, über deine Fotos, über die Musikvideos, die du gemacht hast und so weiter. Trotzdem war es dann, glaube ich, doch für viele überraschend, als du 2016 deine erste Platte veröffentlicht hast, die EP 2016 1986. Du hast die Platte auf deinem eigenen Label veröffentlicht, was Fragile heißt. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, über den Namen, weil das ja auch das Bandprojekt ist. Und dann trittst du da auf dieser Platte auch als Musiker in Erscheinung, aber in erster Linie als Sänger. Was war der Ansporn für dich, Musik zu machen? Ja, das war eigentlich eine Rückkehr zu einer Leidenschaft, die ich als Teenager hatte und die ich dann 1985, 86 mit 17, 18 Jahren dann auch praktiziert habe mit einem Freund, Bert Blessmann, und hatte dort so ein gutes Jahr, ganz intensive Zeit verbracht, Musik zu machen und habe irgendwie an die knapp 100 Texte geschrieben und da an einem Dutzend Lieder gearbeitet. Das ist aber dann jäh geendet, als Bert die Stadt, unsere Heimatstadt Remscheid, verlassen musste und dann habe ich eigentlich die ganzen Jahre nicht mehr den Mut aufgebracht, irgendwie einen anderen Partner zu finden. Und dann 1991 als Student in Südengland, in Bournemouth, brauchte eine Abschlussballband von der Filmschule von dem Jahr über mir, brauchten einen Sänger für die Band. Und da bin ich irgendwie eingesprungen und das waren nur ganz wenige Proben und ich hatte ja eigentlich auch gar keine Routine. Und am Abend schon beim Soundcheck habe ich gemerkt, ich kann das überhaupt nicht. Und dann am Abend waren die Monitorboxen aus, haben einfach nicht funktioniert. Ich konnte mich nicht hören und es war irgendwie das totale Fiasko und es war wirklich jenseits von schlecht und das war für mich das Ende. Ich habe gesagt, nie wieder. Ne? Und so habe ich dann erst in den frühen 2000ern angefangen, ab und zu DJen in London und war halt immer nah an Musik. Musikerfreunde, Musiker fotografiert, ab und zu auch mal ein Musikvideo gemacht. Und dann wuchs aber in mir irgendwie das Bedürfnis stärker und wurde, meine Stimme zu benutzen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung in deinen Interviews 3 verschiedene Anknüpfungspunkte gefunden, wo du gesagt hast, du hast 3 sozusagen Genealogien gemacht, was jetzt der konkrete Auslöser war. Ja? Das eine ist die Geschichte mit den Pet Shop Boys, mit denen du zu Abendessen warst. Du hast ja auch das tolle Video mit denen gedreht, mit den Mäusen in London. Und dass Chris Lowe dir irgendwie beim Abendessen auf seinem Handy die ganzen Apps gezeigt hatte, mit denen er jetzt Musik machte, ja, und dir Tipps gegeben hat, was man da machen kann. Das andere war, dass es eben diese aus dem DJing herausgekommen ist. Und beim Aufbau in New York, wo die Arthändler alle irgendwie Musiker waren und ihr dann sozusagen eine Jam-Session hingelegt habt und du dann auf einmal auch wieder sozusagen gesungen hast. Ne? Genau, diese New Yorker Geschichte ist praktisch der Beginn des Live-Projekts. Davor habe ich allerdings eben schon angefangen, elektronisch im Studio und auch mit Tim Knapp zu arbeiten und dann gab es in New York diesen Moment, wirklich in den Proberaum zu gehen und tatsächlich zu jammen, und daraus ist dann eigentlich dieses Bandprojekt geworden,
mit dem Namen Fragile. Begonnen mit die ersten Arbeiten so an Make It Up und auch am Soundtrack zu dem Video Instrument waren so 2015 und auch in dem Jahr später in New York kam es zu diesem Jam mit den Arthändlern von Zwirner und Juan Pablo Echeverry. Und dann 2016 kam dann die erste EP raus, die auf der einen Seite 2 neue Stücke hat, die ich hier bei Trix Studios in Berlin produziert habe und mit Tim Knapp, und die B-Seite sind 3 Songs tatsächlich, die ich 1985, 86 mit einem Kassettenrekorder aufgenommen habe von Sessions mit Bert Lessmann. Und diese Kassetten habe ich tatsächlich immer aufbewahrt, aber nie gehört. Und da habe ich auch Notizen schon an mich selbst geschrieben, mal irgendwie 2013 alte Kassetten raussuchen, alte Fragile-Kassetten raussuchen, denn auch damals war eigentlich mein Künstlername, Musikername, Projektname Fragil oder Fragile. Und dann habe ich das tatsächlich 2016 in Angriff genommen und wir haben diese Bänder digitalisiert und dann versucht, so klar zu bereinigen, wie es geht. Und die Stimme war tatsächlich recht gut erhalten. Und dann haben Tim und sein Vater Klaus die Instrumente, die man erkennen konnte, praktisch nachgespielt, und wir haben die so halb darunter gelegt, sodass das Ganze wieder wie eine Produktion sich anhört. Also es ist wirklich eine ganz einmalige Produktionsweise, genau 30 Jahre in the making. 3.7.86.
Das war jetzt Fastlane von 1986. Aber ich glaube, wir müssen noch einmal kurz zu Make It Up As You Go Along zurückkehren, weil du dort schon mit Field Recordings arbeitest, also dem Aufzeichnen von Geräuschsituationen. Ja, ich habe viele Jahre ein kleines Diktiergerät, Audio-Recorder mit mir rumgetragen und ab und zu Aufnahmen gemacht, sowohl wirklich vorgefundene Sounds als auch manipulierte, also Dinge, wo ich eingegriffen habe oder wo ich Alltagsgegenstände, Geländer als Schlagwerkzeuge benutzt habe, irgendwie spielerisches Einsammeln von Ton, was ich in gewisser Weise wie eine Art von Audiofotografie empfinde. Und dass dieses auch Ton als etwas, was jetzt stattfindet und was morgen oder in einer Stunde vielleicht auch schon wieder ganz anders oder eben nur leicht anders ist, und es da auch ankommt, auf es dann zu tun und dann aufzunehmen, wie und wann ich es empfinde. Und das hat sich auch irgendwie weiter fortgesetzt in die Aufnahmetechnik, dass also ich auch alle Proben oder alle Tests eigentlich immer erstmal mitlaufen lasse, weil es gibt manchmal eine Magie des Momentes, die nicht unbedingt wiederherstellbar ist. Und das ist, was interessant ist, dass Musiker, die ich kennengelernt habe, eigentlich grundsätzlich eher das Gefühl haben, oh, let's make another take. Und dass man einfach, man kann es ja nochmal machen. Und das also sehe ich bei meiner Fotografie niemals so. Ne? Also da gibt es auch in der Herangehensweise immer wieder Vergleiche, wo ich versuche, Dinge zu verstehen, Dinge, wie sie funktionieren für mich im Bildnerischen und wie sie im akustischen und dann im musikalischen funktionieren. Und mit bei der Druckabnahme in Buchdruckereien ist mir schon immer wieder aufgefallen, was für ein irres rhythmisches Instrument so eine Druckmaschine ist. Und da hatte ich 2011 bei der Kantschen Druckerei beim Druck von Abstract Pictures die Maschine aufgenommen, so eine riesige Speedmaster XL von Heidelberg. Und das war ein toller Name. Super Instrumentenbezeichnung. Genau. Zurück zur Musik selbst. Du spielst ja kein Instrument. Ja, das ist irgendwie merkwürdigerweise an mir vorbeigegangen. Und ich galt halt immer als wirklich nicht musikalisch besonders talentiert. Oder wäre niemand auf die Idee gekommen. Und deshalb wurde das auch nicht besonders ernst genommen damals. Und war ich auch der Annahme, dass ich da eigentlich, dass der Wunsch groß war, aber nicht das Talent. Aber ich habe also immer die Melodien selbst geschrieben und also im Kopf und die Melodien, Texte, Stimme, das ist immer die Ausgangsbasis von allem, was ich mache. Aber Sprache ist schon ein gutes Stichwort eigentlich dann für die zweite Platte, die du auch 2016 direkt mit aufgenommen hast, und das ist Device Control. Und da singst du Lyrics, die Werbeslogans für Smartphones sind und Stream Your Life und so weiter. Das sind alles Sachen, die auch eine Medienreferenz haben. With this Apple appliance, you can catch a live video, still motion pictures shot at high frequency, blurring the line between still and motion. With this Apple device, you can blur the border
still and motion pictures. You can blur the border between still and motion pictures. With this Sony telephone, 4K video is in your palm. It is in your palm, in your hand, with your eyes. You can capture real 4K with this Samsung telephone. We don't call it telephone. I think I saw billboards describing life interactivity, life sharing, live posting, streaming of your videos. The new Samsung Galaxy allows to live stream your life,
Der Text von Device Control ist frei erfunden. Die sind inspiriert von Smartphone-Werbungen, die ich 2015, 16 gesehen habe und wahrgenommen habe. Und die ich lustvoll, spielerisch, absurd fand, dass man seine Filme mit sich tragen kann, dass man eben sein Leben streamen kann. Aber das habe ich dann an einem Morgen kam mir das in den Sinn, in den Geist. Das war der Morgen nach Isa Genskens Eröffnung im Martin-Gropius-Bau. Und irgendwie, also hatte ich die Inspiration, dass jetzt diese fiktiven Werbungen zu vertexten und habe das Ganze in einem Stück ins iPhone gesungen und bin damit am selben Tag zu Tim Knapp gegangen und habe gesagt, lass uns da einen Track draus bauen. Aber diese Sprache, das hat eigentlich eine ganz wichtige Bedeutung in wie ich arbeite, ob das so ein Bildtitel sind, Ausstellungstitel, aber auch es gibt zum Beispiel eine Arbeit, die heißt Social Fabric von 1994 in einer Ausstellung bei Daniel Buchholz in Köln, die hieß Sonne München, und das war eine Arbeit, wo alle aufgerufen waren, irgendwie eine Arbeit zu machen, die aus der Zukunft kommt, wie sie sich vielleicht vorstellen könnten, was sie mal in 10 oder 20 Jahren machen könnten. Und das ist irgendwie in einer bestimmten Handschrift geschrieben, die beiden Worte Social Fabric. Und irgendwie dieses Wort zum Beispiel, das ist dann auch, bleibt dann auch mein ganzes Leben in meinem Kopf, und irgendwie wie sich das anfühlt und was das für ein Bild ist. Und zum Beispiel dieser Social ist so ein abstrakter Begriff, der natürlich ganz konkret, also wiederum das Menschliches beschreibt, und Fabric ist wiederum so ganz bildlich, ein Gewebe, ne? Und wie so Worte nebeneinander stehen, also Worte sind Bilder für mich, und das hat mich an Popmusik insgesamt halt wahnsinnig fasziniert und berührt in den formativen 10er Jahren und in den frühen 20ern, wie Songtexte Bilder in meinem Kopf hervorgerufen haben. Und diese Freiheit, die das erlaubt. Und das ist vielleicht auch, was ich wiederum mit meinen Bildern auch will, dass die wiederum nicht zu erklärend sind, nicht zu irgendwie mit dem Zeigefinger auf etwas zeigen. Also diese Offenheit, das als etwas, was uns eigentlich viel mehr berührt, als wenn man etwas einfach so auf den Punkt gesagt bekommt oder kommt vielleicht aus der Beobachtung von, wie Sprache poetisch Macht über mich hat. Kommen wir zu Fragile. Also du sagst, das ist ein Künstlername, der eigentlich auch aus deinen Anfängen der Musik kommt. Auch warum du es wieder aufgegriffen hast. Also ich war eben ein riesiger Musikfan in meiner Jugend, und mit meinem besten Freund Lutz Hülle hatten wir so fantasiert hatten wir unsere Fantasieprojekte und Bands, die wir aber nicht in die Realität umsetzten, sondern ist ja immer viel wichtiger, den Look und das Design und den Namen und alles zu haben. Über die Musik kann man ja später nachdenken. Und irgendwie hatte ich dieses Wort, hat mich irgendwie
berührt und irgendwie jetzt im Nachhinein, also das ist durchaus eine bewusste, gefühlte Entscheidung gewesen, weil ich ja dann, also später in meiner Arbeit immer wieder über das Verhältnis von der eigenen Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, Fragilität, der Fragilität des Papiers spreche. Aber das irgendwie so eine Selbstreflexion, die ich jetzt im Nachhinein irgendwie auch ganz, ganz interessant finde, dass ich mir das mit 14 gedacht habe über mich selbst. Und als ich dann eben wieder angefangen hatte, Musik zu machen und es dann veröffentlichen wollte, dann ergaben sich halt die Fragen der Distribution und des Verlegens und da hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert, genau in den Jahren Mitte der 2010er, sodass es irgendwie dann auch klar wurde, dass eigentlich es vor allen Dingen um einen Distributionskanal geht und jetzt nicht unbedingt eine Plattenfirma braucht. Und insofern habe ich also praktisch ein Label, ein eigenes Label gegründet mit dem Namen Fragile, um dieses alte Projekt zu irgendwie da reinfließen zu lassen. Und ich arbeite dann mit Word and Sound, diesem Hamburger Vertrieb, die das dann in die ganzen verschiedenen digitalen Plattformen einbauen und die Vinylproduktion auch betreuen und vertreiben. Und als dann dieses jammende Bandprojekt wir dann Sommer in 2016 in Fire Island verbracht hatten, uns immer wieder getroffen hatten, alle paar Wochen, war auch erstmal gar nicht die Absicht, dass das wirklich live existieren sollte, sondern das war eigentlich dazu da, um Musik zu erproben, die dann in meiner Ton-, Licht- und Videoinstallation South Tank in der Tate Modern im März 2017 laufen sollte. Und dann gab es aber in Fire Island ein Performance Art Festival und die hatten gehört davon, dass wir da Musik machten und dann haben sie uns überzeugt, vor allen Dingen mich überzeugt gegen meinen Widerstand nach der College-Erfahrung vor 25 Jahren, tatsächlich da live aufzutreten. Und da ist dann der Name Fragile auch für diese Band entstanden. Aber so kam es da zu dieser ersten Live-Performance, die dann nicht in einem Desaster wie 1991 endete und dann irgendwie ein eigenes Leben noch wieder annahm. Ich gehe davon aus, dass du auch die grafische Gestaltung machst. Das Cover ist ein Foto von dir, das Innencover gestaltest du. Genau, also das Schöne an Vinyl ist ja heute vor allen Dingen, dass es ein gestaltbares physisches Objekt ist, als wirklich zahlenmäßig relevantes Vertriebsmedium von Musik ist es fast unbedeutend. Also man geht da von 500er und 1000er Zahlen aus. Aber ich fand es total faszinierend, als ich die erste Platte in der Hand hielt und nachdem ich dann Wochen und Monate mit den Stücken als digitale Dateien gelebt habe, als ich das erstmal auf einen Plattenspieler tat und dann die Nadel drauf ging und das wirklich dieser selbe Sound rein von einer mechanischen Quelle hervorgerufen wurde, das fand ich also geradezu ein kleines Wunder. Das ist irre und das ist also es ist auch also ein irres Handwerk, ne, das Plattenschneiden, ne, das Mastering, wie das genau dann in die Formen gebracht wird, geschnitten wird, die Rillen, da durfte ich mal bei sein. Also es ist irgendwie ein interessanter Moment, dass wir sprechen jetzt über diese ganze
musikalische Geschichte in meiner Arbeit, in meinem Leben auch, weil ich habe ja jetzt eigentlich seit 2 Jahren, also über 2 Jahre keine eigene Platte rausgebracht, aber jetzt also arbeite ich eigentlich erstmalig an einem kompletten Album und diese verschiedenen Genres, also Club oder Band, sind eigentlich überwiegend da gar nicht mehr so präsent drauf. Und das ist interessant, dass es so 4, 5 Jahre auch des Sprechenlernens, das immer klarer geworden ist, wo die Reise hingehen soll. Das ist ja auch das ist es gibt im Englischen diesen leicht patronizenden Term Lifelong Learning. Und das ist in der Kunst so, ich hoffe, das hört nicht auf und bei der Musik hat es eben erst vor ein paar Jahren wieder angefangen aber ja, also ich arbeite gerade viel und gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit war das möglich, da ganz andere Abschnitte von Zeit mit zu verbringen und ich hoffe, dass das später in diesem Jahr rauskommt.
Das war Grüne Linien. Als Fotograf stehst du hinter der Kamera, als Sänger vor allem auf der Bühne stehst du sozusagen im Mittelpunkt. Kann man das so beschreiben oder sind das zwei, oder wie gehst du mit diesen Rollen sozusagen um, oder siehst du es gar nicht so als gegensätzlich? Ich sehe das tatsächlich als also das Musikalische tatsächlich als eigentlich nur einen Teil von einer Hinwendung zum wieder aktiveren, performativen, was zum Beispiel auch mit dem Video Instrument von 2014 passiert ist, wo ich erstmalig selber im Video agiere und ich auf der Stelle von einem Bein auf das andere hüpfe, trete und damit einen Rhythmus schaffe, zu dem ich mich wiederum bewege. Und es ist so ich mache den eigenen Rhythmus, zu dem ich mich bewege, und der Körper ist das Instrument. Und das irgendwie ist so in seiner Einfachheit in Worten gesagt, hört sich banal an. Wenn man es sieht, entsteht die Spannung davon daher, dass ich wiederum mich da mit meinem Schatten auseinandersetze. Also es sind zwei Aufnahmen, die auf einem Bild, auf einem Screen sind, aber zweimal dieselbe Szene, wo ich mit meinem Schatten tanze oder spiele. Das eine in Los Angeles, das andere in Teheran im selben Jahr. Und dass ich das irgendwie gewagt habe, das ist irgendwie ein neuer Mindset gewesen, der irgendwie langsam gewachsen ist. In der Zeit, denke ich, nach Neue Welt, diesem mehrere Jahre dauernden Projekt, die Welt, wie sie sich 20 Jahre nachdem ich angefangen habe, Bilder zu machen, mir darstellte, eben mit einer Digitalkamera. Und irgendwie ist das dieses Hinwenden wieder zum Performativen, da ist das Musikmachen eigentlich ein Teil von. Und dass das so Ende der 80er Jahre, ich Anfang der 90er dann hinter die Kamera gegangen bin, das ist irgendwie, ich glaube, eine glückliche Fügung gewesen. Und dann habe ich in der Kamera dann ja auch andere Performances gemacht, und das Ausstellen, das Installieren in Museen, 2 Wochen in dem Raum arbeiten und den Raum wirklich von A bis Z zu durchkreuzen und zu behandeln, ist mir auch irgendwann klar geworden, das ist das Überbleibsel am Ende, was die Leute sehen, ist eigentlich das Überbleibsel von 2 Wochen physischen Präsenz und Auseinandersetzung mit dem Raum. Du bist auch dann politisch aktivistisch geworden, spätestens mit der Brexit-Geschichte. Und diese Themen sind aber auch Themen, die in deinen Liedern eine Rolle spielen, ne? Also du hast dieses eine Lied, What We Do Here zum Beispiel, oder dieses Angered Sun, sind Lieder, die sich auf sehr zum Teil krasse Weise oder eindringliche Weise mit Gewalt gegen Homosexualität auseinandersetzt, und eben dieses Naive Me, was sozusagen seine Selbstreflexion der Brexit-Geschichte war. Und dann gibt es eben dieses Lied Completely Changed, was das Ganze auf einer offenen Weise tut. It's completely changed. 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 Oof, 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 oof.
es gibt so einen Part, wo schwer verständlich ich so singe I like it serial, I like it serious, zwischen seriell und ernst die Bedeutung des Wortes so hin und her schwingt. Aber das Verrückte ist, dass ich dieser Lesart von Completely Changed wirklich nicht nicht negativ gegenüberstehe, aber das war tatsächlich nicht die Absicht, dass das eigentlich eine politische Beobachtung ist, sondern dieser Satz und seine Melodie ist mir in den Kopf gekommen beim Beobachten von der Wasserkante, diese ständige Veränderbarkeit und niemals Konstantheit dieser Zone, dieser genauen Uferzone, was da wie der Sand aussieht, was angeschwemmt ist, wie das Wasser aussieht, wie die Wellen sich verhalten und das auch nach kürzester Zeit, nach ein paar Stunden, das, was man eben noch gesehen hat, einfach komplett verändert ist. Und dass mir das aber natürlich in einer irgendwie tieferen Bedeutung aufgefallen ist, die irgendwie poetisches Potenzial hat, eben auch so eine Offenheit hat, in die man was reinlegen kann, die hat natürlich mit diesem ganz tiefen Erleben, was wir ja mit vielen Mitmenschen teilen, ne? Diese Überraschung, dieses Neuerkennen, dass es eben sich alles potenziell komplett verändern kann in Zeiträumen, die man früher gar nicht für möglich hielt. Du hast jetzt von der Atlantikküste besprochen, aber das Video jetzt selber von dem Stück eigentlich hat mit Meer gar nichts zu tun, sondern mit der anderen Unendlichkeit, mit dem Weltall. Ja, das Gute ist, dass ich manchmal die klar oder vermeintlich klar lesbare Verbindungen gar nicht selber sehe, wenn ich sie mache. Das ist wirklich ganz, ganz hilfreich. Also einerseits versuche ich sehr aktiv Offensichtlichkeiten zu vermeiden und andererseits sind Dinge auch manchmal offenkundig verbunden. Ne? Also offensichtlich sieht man immer eher negativ konnotiert, offenkundig ist für mich eher positiv. Es gibt so aber es gibt Zusammenhänge, aber die habe ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir natürlich was dabei gedacht, aber ich hatte eher die Möglichkeit des Überinterpretierens geduldet. Mich hat eher die Offenheit interessiert daran und dass es ja auch offen bleibt, was da jetzt nun sich ständig ändert oder nicht. Und es ist ja hier eher die Eleganz der Musik. Das Lied ist ja wie ein endloses Anfangen. Ne? Also als wäre es immer weiter, schreitet es nach vorne. Und dieses Teleskop, was am Beginn der Nacht geöffnet wird und der Spiegel wiederum geschlossen wird mit Schutzklappen, wenn das Teleskop erstmalig bewegt wird am Beginn der Nacht, um den Spiegel vor möglicherweise herunterfallenden Hammer zu schützen, den vielleicht jemand tagsüber da bei Arbeiten hat liegen lassen. Und dann bewegt sich das halt mit der Ruhe und Eleganz von 350 Tonnen, die auf Kugellagern gelagert sind. Und diese Verbindung mit der Musik, diese Bewegung, diese andauernde Bewegung der Musik und dieses Gleiten des Teleskops, das war für mich eigentlich die Verbindung. Und das Teleskop ist übrigens das William Herschel Teleskop, eines der größten auf der Nordhalbkugel,
im European Northern Observatory in La Palma, auf den Kanarischen Inseln. Du hast ja eben schon einmal darüber gesprochen, wie sich eine Vinylplatte auf deiner Anlage anhört. Bevor du selbst wieder Musik gemacht hast, hast du ein Konzept zum Ausstellen von Pop- bzw. Studiomusik auf der Basis des technischen Equipments entwickelt. Der sogenannte Playback Room, den du nicht nur in deinem Ausstellungsraum Between Bridges gezeigt hast, sondern auch in der Tate Modern und im Lehmbach-Haus in München. Es gibt keinen Raum eigentlich auf der Welt, wo Recorded Music, also aufgenommene Musik, die keine Live-Komponente und wiederum auch keinen Ton-Klang-Installationselement hat, dass es keinen Raum gibt, der dieser Art von Musik Platz gibt und Wichtigkeit gibt. Und ich nenne gerne die Maxi-Single von Blue Monday von New Order, als zum Beispiel Blue Monday als eines der wichtigsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts. Das Blöde ist nur, das hat immer nur 10 Mark oder 6 Pfund gekostet. Und deshalb glaube ich, aus einer gewissen Arroganz, wahrscheinlich oder Abschätzigkeit, wurde diesem Objekt, dieser Tonaufnahme, die da drauf ist, nie ein Raum gegeben. Und es gibt Tausende und Tausende von Räumen, die Live-Musik gewidmet sind. Und es gibt auch eine Tradition von Klangkunst, die sicherlich auch Jahrzehnte um Anerkennung und Platz gekämpft hat. Aber dass es Künstler gibt, Musiker gibt, die in ihr Studioalbum als das finale Kunstwerk ansehen, wo keine Installation drumherum gehört und wo kein Film dazu gehört und wo auch kein Live-Auftritt dazu gehört. Das sind oft Platten, die mich besonders berührt haben. Und Mitte der 80er Jahre gab es eine Band, die hieß Colorbox. Und die sind nie live aufgetreten, weil die ganz an der Schnittstelle von digitalen Sampling, aber auch Montage von Tonbändern, also Sampling noch mit Tonbändern und Loops mit Tonbändern gearbeitet haben, was einfach nicht live reproduzierbar war. Und die habe ich zum Thema der ersten Ausstellung gemacht und also ein Einzelkünstler. Dann die zweite Ausstellung war eher ein Essay, hieß American Producers, und wo ich in 40 Jahren Beispielen einer Frage nachgegangen bin, woher kommt es, dass amerikanische Popproduktionen so eigen, so anders, so ganz vorne dran sind, auch wenn sie im totalen Massenmarkt sind. Und die dritte war dann Bring Your Own, wo die Frage beleuchtet wurde, wie kann man so einen Raum, der ja dann erstmal nur eine technische Anlage ist, wie kann man den und soll man ihn öffnen für ein Publikum? Und und dann hatte Udo Kittelmann also mindestens 2 von den Ausstellungen besucht und wiedergekommen und das Konzept so interessant gefunden. Und was ich auch wiederum bewusst als Idee zum Weitergeben geplant hatte. Also ich habe das jetzt nicht als eine Arbeit von mir, das kann man nicht kaufen. Ich will, dass das nachgeahmt wird. Und da hat er das in die architektonische Ausschreibung für den Neubau, den die Nationalgalerie plant, eingeschrieben, und das wird tatsächlich auch so einen Raum geben. Inzwischen gibt es in deinen eigenen Ausstellungen ja auch Musik zu hören, sozusagen gleichberechtigt neben den Fotos. Also ja, angefangen mit dem Hamburger Kunstverein 2017 ist dieses Integrieren von Musik potenziell in Ausstellungen vor allen Dingen nicht mehr das als Störung betrachten, dass Musik aus einem Raum vielleicht in einen anderen kommt,
sondern damit leben und es auch umarmen oder benutzen. Das habe ich jetzt in Brüssel in Wiels in der Ausstellung Today is the First Day, die glücklicherweise bis zum 16. August verlängert wurde, einen Schritt weiter gebracht, weil da ist jetzt eine 27-minütige Video- und Musikinstallation, die durch eine andere Arbeit, die heißt Rideau, also Vorhang, akustisch eben gar nicht getrennt ist von dem daneben liegenden Saal, sondern das eine durchlässige Schicht die beiden Räume trennt. Und das sind Dinge, die ich so schrittweise erprobe. Und gleichzeitig gibt es, also sowas, das kann man sich jetzt nicht alles ausdenken, sondern das, glaube ich, kommt auch durch das Machen, ne? durch die Jahre, jedes Jahr ist wieder neu vielleicht zu bedenken. Hi guys, make please nice, na. Nice, no. Hi nice, no. Hi guys, please nice, and I'm your mother. No, integrieren sich diese verschiedenen Medien und mittlerweile sehe ich das alles nicht mehr also habe ich da keine Ängste, wie ich vielleicht am Anfang hatte, dass ich das alles auseinandersortiert oder auseinanderhalten muss. Wolfgang, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.